Ich habe ein zufälliges Produkt ausgesucht und dazu 3 unterschiedliche Produktvideos erstellt. Und was am Ende passiert ist, hätte ich selber niemals erwartet. Ich will nicht mehr. Aber fangen wir mal am Anfang an. Ein Produktvideo zu machen ist ja eigentlich schon schwer genug. Aber gleich 3 Produktvideos zu einem Produkt zu machen, da muss ich meine Kreativität ganz schön herausfordern. Aus diesem Grund werde ich 3 komplett verschiedene Konzepte bzw. Stile umsetzen. Ein elegantes Luxusvideo, ein modern minimalistisches Video und ein Happy-Produktvideo mit dem Fokus auf den verschiedenen Farben. Die Sonnenbrille habe ich zwar nur in Rot, aber das werde ich schon irgendwie in der Post fixen können. Ich will nicht mehr. Um mein Produktvideo luxuriös und elegant aussehen zu lassen, habe ich mich für ein dunkles, mystisches Ambiente entschieden. Und nach lockeren 2 Stunden habe ich auch endlich die perfekte Musik dazu gefunden. Die Aufnahmen von der Brille werden vor einem schwarzen Hintergrund aufgenommen. Aber nur das Produkt in einem schwarzen Raum zu zeigen, wäre super langweilig. Daher habe ich noch ein ganz besonderes Element eingebaut, aber dazu gleich mehr. Das Setup für die meisten Aufnahmen sah auch super wild aus. Die Brille habe ich mit Angelschnüren in der Luft befestigt. Dadurch konnte ich super einfach meine Blackmagic-Kamera auf dem Edelkrone-Slider aufbauen und sehr elegante Kamerafahrten machen. Diese einfachen Fahrten kann ich dann später noch mit Rotation und Skalierung deutlich interessanter aussehen lassen. Teilweise habe ich sogar mein elektrisches Tischgestell benutzt, um die Kamerafahrten noch spannender zu machen. Die Belichtung ist immer unglaublich simpel geblieben. Das Ziel war, stets einen Verlauf in der Spiegelung der Brille zu haben. Dazu habe ich immer erst mit einer kleinen geschaut, wo das Hauptlicht aufgebaut sein muss und genau an diese Stelle einen großen Diffusor so nah wie möglich an das Produkt gebracht. Dann muss für einen Verlauf nur noch mit einem Strahler sehr schräg auf diesen Diffusor geleuchtet werden und schon haben wir #extrem sexy Licht aufgebaut. Mit einem zweiten Licht habe ich manchmal noch die dunklen Stellen an dem Produkt selber etwas aufgehellt. Aber das Konzept ist eher dunkel, daher wollte ich das gar nicht übertreiben. Und so konnte ich bereits 4 Einstellungen abdrehen. Für 2 Aufnahmen hat die einfache Kamerafahrt nicht gereicht, weil sich das Produkt selber noch zusätzlich bewegen musste. Dazu habe ich entweder ganz einfach nur die Angelschnur bewegt oder die Brille direkt mit meinen Händen gedreht. Zum Schluss fehlen eigentlich nur noch ein paar Detailaufnahmen, die ich entweder mit der Laowa 24mm Probe Lens oder mit einem elektrischen Drehteller gefilmt habe. Damit habe ich von der Brille alle Aufnahmen im Kasten. Fehlt nur noch das besondere Zusatzelement. Passend zum dunklen Ambiente habe ich ein schwarzes Seidentuch genommen und viele interessante Aufnahmen gemacht, wie ich das Tuch wild in die Luft werfe. Dieses Tuch wird in der Postproduktion dann mit der Brille zusammengeführt, um ein sehr hochwertiges Bild zu erzeugen. In der Post muss die Brille dann zuerst stabilisiert werden. Dann kann ich wesentlich einfacher das Produkt ausschneiden. Du fragst dich vielleicht, warum ich dafür keinen Greenscreen benutzt habe. Ich habe es ausprobiert und es sah super schlimm aus. Die Brillengläser sind transparent und die Oberfläche ist auch noch sehr spiegelnd. Daher habe ich in den sauren Apfel gebissen und die Aufnahmen vor schwarz gedreht und das Produkt in der Postproduktion dann ausgeschnitten. Bild für Bild. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Dann habe ich noch die Position und Rotation angepasst, bis die Bewegung stimmig aussah. Die Seidentücher im Hintergrund waren super easy einzufügen. Mit einer sehr weichen Maske konnte ich das Tuch vom Hintergrund trennen. Dann musste es im Raum nur noch richtig positioniert werden und mit Unschärfe die Tiefe im Bild verdeutlicht werden. Das Tuch im Vordergrund musste leider wieder, du hast es vermutlich bereits erraten, manuell ausgeschnitten werden. Einfach das Seidentuch einzusetzen, sah mir aber nicht realistisch genug aus. Daher habe ich zuerst einen Schatten und eine Reflexion auf der Brille erzeugt. Anschließend habe ich an manchen Stellen die Brille durch das Tuch noch ganz leicht durchschimmern lassen. Das kommt eben auf die Details an. So bin ich dann durch alle Einstellungen gegangen und habe im letzten Schritt nur noch die Farben mit dem Color Grading optimiert. Und so sieht das fertige Video aus. Okay, wie erstellt man ein modernes und minimalistisches Produktvideo? Üblicherweise macht man hier sehr simple Aufnahmen von einem Produkt vor einem weißen Hintergrund. Aber das reicht mir nicht. Ich will da noch irgendwas Besonderes reinbringen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn das Produkt erst im Dunkeln und dann später vor weiß ist? Okay, pass auf. Das Produktvideo startet mit dem Produkt in einer dunklen Szene. Dann öffnet sich eine Art Tor und das Licht, was dann reinfällt, leuchtet den Raum in weiß auf. Und so wird das Produkt zum Leben erweckt. Es beginnt also emporzusteigen und macht dann ganz wilde Sachen. Okay, also brauche ich als erstes Aufnahmen von der Brille mit einem schwarzen Hintergrund. Neben 2 Details auf einem elektrischen Drehteller habe ich noch eine komplexere Kamerabewegung gebraucht, die ich aber super einfach mit einem Stativ umsetzen konnte. Und damit sind die dunklen Aufnahmen bereits durch. Also den Hintergrund einmal mit weiß ausgetauscht und weil ich den Drehteller bereits aufgebaut hatte, hatte ich mit diesen beiden Aufnahmen angefangen. Die Belichtung musste wegen der spiegelnden Oberfläche der Brille möglichst großflächig sein. Für diese Einstellung habe ich wieder meinen ausgedruckten Verlauf genutzt. Das bringt die Belichtung von Produkten einfach auf ein ganz anderes Level. Dann noch gleichmäßig von der anderen Seite das Produkt und den Hintergrund aufhellen und sehr viel komplizierter muss das Licht gar nicht sein. Und weil ich noch die großartige Idee hatte, dass beim Hochfliegen die Brille in viele andere Brillen explodiert, brauchte ich noch einen Haufen Kamerafahrten von der Brille in den unterschiedlichsten Positionen. Dazu habe ich die Brille wieder mit einer Angelschnur schweben lassen. Jetzt fehlen nur noch ein paar Sonderaufnahmen. Zuerst habe ich den Boden mit weißem Papier ausgelegt und dann die Kamera direkt von oben drauf gerichtet. Dann musste nur noch ein starker Strahler das Produkt von der Seite anleuchten. Das hat bereits einen super schönen Schatten erzeugt. Jetzt muss es nur noch so aussehen, als würde sich so eine Art Tor öffnen. Daher habe ich super professionell 2 Papierbögen genommen und die so vor dem Strahler hin und her bewegt, bis es
ganz gut aussah. Dann fehlt nur noch das Highlight der Aufnahmen, wie die Brille hochschwebt und wieder sanft landet. Dazu habe ich mal eben kurz einen großen Metallrahmen über dem Tisch aufgebaut. Damit konnte ich das Produkt mit einer Angelschnur an mehreren Stellen so befestigen, dass ich am Ende nur noch die Enden der Angelschnur ziehen musste, um das Produkt langsam emporschweben zu lassen. Und das waren alle Aufnahmen, die ich für dieses Produktvideo brauchte. Jetzt muss das alles nur noch animiert werden. Nachdem ich auch hier wieder viel zu lange nach einem passenden Lied gesucht hatte, konnte die Postproduktion endlich losgehen. Zuerst habe ich die Teile der Angelschnur entfernt, die über dem Produkt lagen. Anschließend habe ich die Brille wieder ewig lange in einigen Einstellungen ausgeschnitten. Erinnerst du dich daran, dass ich die tolle Idee hatte, mehrere Brillen aus einer explodieren zu lassen? Ja, genau diese Idee hatte ich in dem Moment sehr bereut. Eine Ewigkeit später konnte ich dann die Bewegung, Drehung und Größe der Brillen animieren, bis es realistisch aussah. Und mit einer Unschärfe konnte ich die Tiefe des Raumes noch stärker hervorheben. Zum Schluss dann noch die Explosion mit einer Verzerrung verstärken, damit der Effekt besser zur Geltung kommt. So habe ich dann auch noch alle anderen Einstellungen bearbeitet. Zum Schluss hat ein finales Color Grading die Farben aller Aufnahmen noch richtig hochwertig aussehen lassen. Und so sieht das modern minimalistische Produktvideo jetzt aus. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rum, bum, bum, bum. She run around, run around, run around, run around, run around in my. Okay, jetzt erstelle ich ein Produktvideo, was farbenfroh und happy ist und einen positiven Vibe ausstrahlt. Ich habe zwar nur eine rote Brille, aber daraus sollte ich in der Postproduktion ohne Probleme andere Farben machen können. Aber eins nach dem anderen. Zuerst die Aufnahmen. Für die vermutlich wichtigste Einstellung habe ich die Sonnenbrille auf einen elektrischen Drehteller aufgestellt. Damit die Brille so hochkant darauf steht, habe ich einen Haufen aus Klebeknete geformt und die Brille von oben da reingesteckt. Das hat erstaunlich gut gehalten. Das Licht sollte wegen der sehr spiegelnden Oberfläche wieder möglichst großflächig sein. Der Diffusor ist dabei leicht von oben geneigt, damit das Produkt eine leichte Lichtführung von einer Seite bekommt. Dafür habe ich gleich 3 Lichtstrahler darauf gerichtet. Genau das gleiche Setup konnte ich direkt für eine andere Einstellung benutzen, wo ich eine andere Rotation der Brille aufnehmen musste. Diese Aufnahme ist nochmal interessant, weil ich eigentlich 2 Brillen gegenüberstellen wollte. Da ich aber nur eine Sonnenbrille habe, musste ich ein bisschen kreativ werden. Daher habe ich die Position des Produktes so gewählt, dass die Brille beim Überlagern nie über sich selber liegt. Und das Licht wollte ich dieses Mal gleichmäßig von beiden Seiten haben. Für einige Aufnahmen brauchte ich wieder ein schwebendes Produkt, was ich mit dem Edelkrone Kameraslider in einer sanften Fahrt aufgenommen habe. Die Angelschnüre haben die Sonnenbrille am Metallrahmen über dem Tisch in Position gehalten. Ein besonderes Highlight in dem Video war noch die erste Einstellung, wo unzählige Brillen aneinandergereiht auf einem weißen Untergrund liegen und passend zum Takt in verschiedenen Farben so aufploppen. Dazu habe ich eine ganz einfache Aufnahme von dem Produkt gemacht, die ich später in der Postproduktion mehrfach duplizieren kann. Bis dahin fand ich aber alle Einstellungen ein bisschen eintönig. Daher habe ich mir für die letzten Aufnahmen noch ein ganz besonderes Setup überlegt. Und zwar soll meine Hand als elegantes Stativ für die Brille benutzt werden. Ich bin jetzt kein Handmodel oder so, aber ich bin mir sicher, dass ich 1, 2 elegante Bewegungen hinbekomme. Und damit konnte ich alle Aufnahmen an die Postproduktion weiterleiten. Die ich leider auch war. Zuerst musste ich hier und da mal die Angelschnur entfernen. Und natürlich musste ich in einigen Einstellungen die Sonnenbrille wieder ausschneiden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich mit dem Ausschneiden dieser Sonnenbrille verbracht habe. Brille ewig lange ausgesteckt. Abonniere den Kanal. Aber dafür konnte ich dann wieder mit Bewegung, Rotation und Skalierung sehr interessante Bewegungen erzeugen. Dann habe ich in einigen Momenten noch die Sonnenbrille dupliziert und sehr interessante Formen tanzen lassen. Aber alles in einer Farbe sah noch irgendwie merkwürdig aus. Daher habe ich den roten Bereich der Brille ausgewählt und die Farbe von einigen Produkten gewechselt. Und das war's, basically. Und am Ende sieht das fertige Produktvideo so aus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Da zeige ich dir etwas ausführlicher, wie ich das Produktvideo zu einem Lautsprecher gemacht habe. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.